In diesen Ländern bist du vor CBDCs sicher. Keine Frage, die Einführung von sogenannten CBDCs, also digitalen Zentralbankwährungen, verursacht bei vielen Sorgen. Denn hier kann ja tatsächlich die Rolle des Staates und auch seine Kontrolle so dermaßen ausgebaut und dominiert. Denn hier kann ja tatsächlich die Rolle des Staates und auch seine Macht so dermaßen dominierend erweitert werden, dass du letztlich am Ende gar keine Rechte mehr hast. Theoretisch ist es möglich, und ich sage theoretisch, ich bin mir nicht sicher, dass es tatsächlich dazu kommt, aber dazu später. Theoretisch ist es möglich, dass der Staat entscheidet, wie viel Geld du hast, für was du es ausgibst, wo du es ausgibst, wann das Geld ungültig wird und so weiter und so fort. Das alles bieten CBDCs als Möglichkeit. Wie gesagt, ich bin nicht unbedingt so pessimistisch, weil im Grunde genommen lebt der Staat von Steuern und Steuern erfordern Kommerz und Kommerz wird letztlich durch freie Entscheidungen von Menschen sozusagen gesteuert. Der Markt, Konsumverhalten, all das sind Dinge, die von der Freiheit des Menschen abhängen. Das heißt, der Staat hat ja wirklich kein Interesse daran, die Freiheit so dermaßen zu beschneiden, dass tatsächlich alles hier diktiert wird, ein totales Micromanagement. Wohl aber kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es so in Richtung eines chinesischen Modells alles gehen wird, Überwachungsstaat. Aber letztlich, wenn du das chinesische Modell anschaust, das ist ja auch sowas wie Turbokapitalismus, ja, zumindest in den letzten Jahrzehnten natürlich hier stark unter der Kontrolle der kommunistischen Partei, ganz klar. Aber dennoch, das Konsumverhalten, da wird den Menschen nicht aufgezwungen. Die Chinesen konsumieren sehr viel, sehr gerne, ganz ohne, dass sie hier der Staat irgendwie ermuntert. Allerdings, wie gesagt, bei vielen verursachen CBDCs natürlich Angstschweiß und daher natürlich die Frage, gibt es nun Länder, wo ich vor CBDCs sicher bin? Nun, also tatsächlich, wenn man sich die Situation anschaut, dann sind natürlich sehr viele Länder gerade schon dabei, hier CBDCs auszuprobieren. Da gibt es Pilotprojekte und so weiter und so fort. Vor kurzem haben wir gehört, dass die Schweiz hier schon dabei ist, in gewisser Weise zu experimentieren mit einem B2B-Modell. Auch viele andere Länder sind tatsächlich dabei. Das heißt also, man muss sagen, die meisten Länder, inklusive die meisten steuerlich interessanten Länder, haben sich tatsächlich hier dazu entschieden, CBDCs einzuführen. Man muss sehen, ob das dann auch tatsächlich kommt. Aber es gibt natürlich auch einige Länder, die hier keine CBDCs wollen. Explizit haben dies nach meinem Wissen bisher 5 Länder gesagt. Die gehen wir jetzt mal durch. Solltest du hier noch anderes Wissen haben und noch andere Länder kennen, die hier sich ganz klar gegen CBDCs entschieden haben, dann würde ich mich freuen, wenn du hier einen Kommentar hinterlassen würdest. Das hilft nämlich allen, die sich für dieses Thema interessieren. Also, was ist überhaupt die Ausgangslage? Immer mehr Länder, die eine digitale Zentralbankwährung einführen wollen, geben diese Idee nach der Durchführung von Pilotprojekten auf. Entweder funktionieren die Anwendungsfälle nicht oder es ist den Verantwortlichen klar geworden, dass CBDCs eigentlich keinen Sinn machen oder aber das CBDC erhielt in bestimmten Ländern von Bürgern und Unternehmen keine Unterstützung. Wir haben es ja alles gesehen. Es gibt motivierte Experten auf allen bekannten Medienkanälen, die hier auf die Dringlichkeit der Einführung von CBDCs beharren, die sagen, dass das der einzige Weg nach vorne ist. Aber wie gesagt, manche Länder sehen das aus den genannten Gründen nicht so. Und diese Länder wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Man muss auch bei diesen natürlich ganz klar sagen, dass hier sich vielfach in Schweigen gehüllt wird. Beamte wollen auch nicht gerne zugeben, wie viel Steuergeld hier verschwendet wurde. Aber immerhin die Entscheidung steht, man will nicht weitermachen. Ich sage nicht, dass diese Länder unbedingt Länder sind, wo du wirklich leben möchtest und wo du hinziehen möchtest, aber jetzt mal hier rein als hypothetisches Modell, wenn du wirklich komplett gegen CBDCs bist und wirklich ein Land suchst, wo keine eingeführt werden, dann musst du dich vielleicht mit dieser Liste hier näher auseinandersetzen. Erstes Land auf der Liste, Nigeria. Nigeria hat kürzlich seine Pläne zur Kommerzialisierung von CBDCs nach mehr als 14 Monaten Pilotphase aufgegeben. Nur 0,5% der Einwohner nutzten in diesem Zeitraum die digitale Währung Naira, eine sogenannte lokale CBDC. Das Projekt wurde für gescheitert erklärt. Nigerianische Beamte verzichteten auf eine weitere CBDC-Implementierung und beschlossen, Bitcoin und andere Kryptowährungen stattdessen zu legalisieren. Diese Entscheidung wurde von den Bürgern des Landes, die bereits an die Verwendung von Kryptowährungen gewöhnt sind, positiv bewertet, weshalb sie kein Interesse an CBDCs hatten. Hier ein gutes Beispiel. Du kannst also sehen, je weiter verbreitet Kryptowährungen heute schon sind, desto weniger wahrscheinlich ist möglicherweise die Annahme von CBDCs in der Bevölkerung. Woran kann das
wohl liegen. Das nächste Land in unserer Liste ist Dänemark. Dänemark ist eines der führenden europäischen Länder und Spitzenreiter bei der Zahl bargeldloser Transaktionen, da die Dänen Bargeld viel weniger bevorzugen als andere europäische Länder. Auch interessant. Dieser skandinavische Staat war einer der ersten, der sich für die Ausgabe von CBDCs interessierte. Liegt vielleicht irgendwo auf der Hand. Die Menschen mögen elektronisches Geld, also werden wir voll elektronisch. Die dänische Zentralbank gab ihre Absicht bekannt, 2016 eine digitale Krone einzuführen. Doch ein Jahr später schon hat man die Einführung abgeblasen, da die Regierung zu dem Schluss gekommen war, dass die CBDCs wenig zur Verbesserung der Zahlungsinfrastruktur des Landes beitragen würde. Dies liegt daran, dass in Dänemark bereits sofortige B2B- und C2C-Überweisungen möglich sind. Also es ist den Bürgern daher schwierig zu vermitteln, warum hier letztlich CBDCs wirklich notwendig sind. Es ist nicht klar, wie CBDCs für den Einzelhandel im Vergleich zu den bestehenden Lösungen in Dänemark einen erheblichen Mehrwert schaffen würden, erklärte die dänische Nationalbank in ihrem CBDC-Bericht im Juni 2022. Die Zentralbank wies auf die Notwendigkeit zusätzlicher Kosten im Zusammenhang mit der Einführung von CBDC und möglichen Risiken hin. Außerdem wurden Probleme in der Testphase nicht ausgeschlossen. Die Beamten versicherten jedoch, dass sie die globale Entwicklung von CBDC weiterhin verfolgen würden und eine Rückkehr zu diesem Projekt in Zukunft nicht ausschließen würden, wenn andere Länder die Machbarkeit und Wirksamkeit von CBDCs beweisen. Tja, interessante Situation hier in Dänemark. Muss man mal sehen, was kommt. Ein weiteres Land, was sich klar gegen CBDCs ausspricht, ist Japan. Japan ist nach den USA und China die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und ist auch gegenüber digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen sehr offen. Die japanische Zentralbank veröffentlichte im Oktober 2020 ihre Vision für die Entwicklung einer CBDC und begann 2021 mit dem Testen der digitalen Währung. Die erste Pilotphase sollte eigentlich bis März 2022 abgeschlossen sein. Allerdings gab es seit 2022 vielfach Aufrufe an die Zentralbank aus der Bevölkerung, den digitalen Yen nicht als Instrument der Geldpolitik des Landes zu nutzen. Risiken für die Finanzstabilität und andere Faktoren wurden angeführt, welche die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes negativ beeinträchtigen würden. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile veröffentlichte die japanische Zentralbank im Juli 2022 einen Bericht, in dem sie feststellte, dass sie ihre Pläne zur Ausgabe einer CBDC aufgeben würde und argumentierte mit der starken Bevorzugung von Bargeld und dem hohen Anteil an Bankkonten in Japan. Die Regulierungsbehörde ist außerdem der Ansicht, dass eine CBDC auf dem freien Markt verschiedene Zahlungsinstrumente harmonisch ergänzen und mit ihnen koexistieren sollte und keine staatliche Präferenz gegenüber anderen Systemen haben sollte. Bitcoin und andere Kryptowährungen werden in Japan als digitale Finanzanlagen anerkannt, sodass alle Händler sie ohne Einschränkungen akzeptieren können. Anscheinend sind CBDCs in Japan wirklich überflüssig. Das nächste Land auf unserer kurzen Liste ist Ecuador. Im Jahre 2014 kündigte die Zentralbank Ecuadors offiziell die Einführung ihrer eigenen elektronischen Währung an. Die Haupttreiber dieser CBDCs waren die zunehmende finanzielle Inklusivität und der Wunsch der Zentralbank, die Kosten für die Lagerung und den Transport erheblicher Mengen an Fiat-Währung in Bar zu senken. Derzeit ist der US-Dollar die Landeswährung in Ecuador. Seit Februar 2015 ist es Ecuador gelungen, die CBDC als praktisches Zahlungsmittel einzuführen, sodass registrierte Bürger Ecuadors über eine mobile Anwendung in Echtzeit Geld überweisen und ihr Guthaben verwalten können. Bürger können sich über die App registrieren und mit einer nationalen Identifikationsnummer ein Konto eröffnen und dann über Transaktionszentren im ganzen Land Geld einzahlen und abheben. Allerdings kam dann 2018 die Ernüchterung. Die maximale Zahl der CBDC-Benutzer betrug lediglich 500.000 Menschen. Wenn man bedenkt, dass Ecuador 17 Millionen Einwohner hat, nutzten weniger als 3% der Bürger CBDC. Solche Indikatoren können kaum als beeindruckend bezeichnet werden. Dem offiziellen Bericht zufolge wurde das Projekt im März 2018 aufgrund von Gesetzesänderungen, die das E-Geld-System der Zentralbank abschafften, eingeschränkt. Aber höchstwahrscheinlich stellten die Ergebnisse des CBDC-Experiments die Beamten nicht zufrieden, weshalb sie beschlossen, die Gesetzgebung zu ändern, um zu vermeiden, dass die Öffentlichkeit für die für dieses Projekt ausgegebenen Mittel verantwortlich gemacht werden
muss. Nach der Weigerung der ecuadorianischen Zentralbank, digitales Geld zu unterstützen, begegnen Regierungsmitglieder und Banken dieses Landes dem Thema CBDC mit großer Skepsis. Im August 2022 warnte ein ehemaliger CEO der Zentralbank von Ecuador, Politiker und Banker der Eurozone, dass der digitale Euro möglicherweise nicht nur das Recht der Bürger auf Privatsphäre, sondern auch die Grundsätze der Demokratie selbst verletzen könnte. Sehr interessant. Vielleicht sollten wir ihm zuhören, denn Sie haben ja tatsächlich praktische Erfahrung bei der Implementierung einer digitalen Zentralbankwährung und haben sich dann dagegen entschieden. Das letzte Land auf unserer Liste hier ist ein weiteres skandinavisches Land, nämlich Finnland. Im Jahre 2020 veröffentlichte die finnische Zentralbank einen Bericht mit dem Titel Lehren aus der Implementierung des weltweit ersten CBDC, in dem das in den 1990er Jahren entwickelte Avant Smartcard System beschrieben wurde. Die finnische Zentralbank ist der Ansicht, dass Avant nicht nur ein Projekt ist, das als das erste CBDC der Welt angesehen werden kann, sondern im Gegensatz zum digitalen Yuan in China auch das einzige, das voll funktionsfähig ist. Das 1993 gestartete Projekt basierte auf Smartcards. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Avant und den heute entwickelten CBDC-Systemen besteht darin, dass Karten für moderne CBDC-Systeme wahrscheinlich eine zusätzliche Funktion wären. Bei Avant waren die Karten eben die Hauptkomponente. Das war natürlich vor der Zeit von Apps etc. Die Bank weist außerdem darauf hin, dass das Projekt in der modernen Terminologie für digitale Vermögenswerte ein tokenbasiertes Einzelhandels-CBDC darstellt. Das Projekt wurde obsolet und wurde 2006 eingestellt. Eine negative Rolle spielten auch hohe Bankgebühren, die nicht zu einer nennenswerten Auswertung des Nutzerpublikums beitrugen. Im Gegensatz dazu waren die Gebühren für Standardbankkarten selbst mit EMV-Technologie deutlich geringer. Allerdings hatte die Avant-Karte auch einige Vorteile, die mit den damaligen Debitkarten und aktuellen CBDC-Lösungen konkurrenzfähig wäre. Nach Angaben der Bank of Finland ermöglicht das Avant-System den Benutzern die Durchführung anonymer Transaktionen, da es die Möglichkeit bot, die Eröffnung oder Nutzung eines klassischen Bankkontos zu vermeiden. Wir haben ja hier auch schon ein Video gemacht über ein ähnliches Kartensystem wie das Avant-Kartensystem in Finnland. Bei uns ging es eben um die Sozialhilfe, die ja in den USA auch mit einem solchen Kartensystem letztlich verwaltet wird, was sehr ähnlich ist mit CBDCs. Ja? Also diese Karten, die du hier in den USA bekommst, in Texas sagt man dazu die Lone Star Card. Diese Karten ermöglichen es dem Staat zum Beispiel, das Geld verfallen zu lassen, auch hier ganz stark einzuschränken, für was man das Geld tatsächlich verwenden kann, das auf der Karte ist, zum Beispiel nur für Lebensmittel etc. etc. Also das heißt, sehr ähnlich wie CBDCs, man will in Deutschland ja etwas Ähnliches einführen, jetzt auch für Asylbewerber, zumindest in Bayern, dass die eben auch ihre staatliche Unterstützung auf eine Karte bekommen, die dann zweckgebunden eingesetzt werden kann. Was ist an den 5 Beispielen interessant? An den 5 Beispielen ist interessant, dass es hier tatsächlich 5 Länder gibt, die ganz praktische Erfahrungen mit der Einführung von CBDCs haben. Also all jene, die hier ganz groß schreien und für die Einführung von CBDCs werben, sind gut daran beraten, sich tatsächlich mal diese praktischen Erfahrungen anzuschauen, die diese 5 Länder gemacht haben und auch vor allen Dingen sich die Akzeptanz oder die fehlende Akzeptanz dieser Systeme in der Öffentlichkeit hier näher zu betrachten, bevor man hier irgendwie komplett sich berauscht an dieser CBDC-Idee. Wie gesagt, viele Länder probieren gerade CBDCs aus, haben hier Pilotprojekte installiert oder fangen damit in Kürze an. Ich bin mir fast sicher, dass da noch weitere Länder hinzukommen, die hier dann eher davon Abstand nehmen, weil sie den Vorteil nicht wirklich sehen oder auch gar nicht die Infrastruktur haben, das Ganze effizient zu nutzen, zumindest kosteneffizient zu nutzen. Nichtsdestotrotz, wir müssen davon ausgehen, dass CBDCs im großen Stile hier eingeführt werden. In vielen Ländern, man muss sich versuchen, damit irgendwie zu arrangieren, denn letztlich der Verfliehen hat am Ende auch keinen Sinn. Allerdings, wie gesagt, es gibt ja auch schon heute Länder, die jetzt hier, ich sage mal so eher nonkonformistisch sind, die jetzt hier nicht mit dem Mainstream mitschwimmen wollen. Ich denke zum Beispiel dort immer an Serbien, die sich hier vom Westen nicht groß diktieren lassen wollen, wie man die eigene Lebensweise gestaltet. Da rede ich jetzt nicht nur von CBDCs, aber da rede ich von allem Möglichen, weiß ich was, nicht rauchen, nicht so viel Fleisch essen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass in diesen Ländern auch weiterhin die Freiheiten der Bürger möglicherweise eher geschützt sein werden, einfach schlicht und ergreifend als Trotzreaktion und eben in der Haltung, nur weil der Rest der Welt es macht, heißt noch lange nicht, dass wir das auch machen müssen. Wenn dich dieses Thema CBDCs umtreibt und du dir generell überlegst, ins Ausland umzuziehen, um dein Vermögen zu schützen und zu vermehren, würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Den Link packe ich mal hier in die Beschreibung mit rein. Wir machen seit fast 20 Jahren nichts anderes, als deutschsprachigen Mandanten dabei zu helfen, ins Ausland umzuziehen, ihre Steuerlast zu optimieren, Vermögen auszubauen und zu schützen. Ich würde mich freuen, dich in der Beratung kennenzulernen.
Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.